Danke, danke. Morning. Guten Morgen. Nice to meet you. Ja, schön, dich zu treffen. Thanks. Same to you. Well, happy Easter. Würde ich auch sagen. It's a very exciting day. I don't know if you've seen my notes before, but I've scrapped them. Okay, also sie weiß nicht, ob ich ihre Unterlagen vorher gesehen habe, aber sie hat sie weggeworfen. I'm sorry. Tut mir leid. I didn't see them. Okay, Also ich habe sie perfect. nicht gesehen. Good. You already knew what was going to happen. Okay, ich wusste schon, was passiert. Well, I don't want to speak for too long now because I want just to leave space for Jesus to come and do Okay, some more ich möchte stuff. nicht zu lange sprechen. Ich möchte Raum lassen für Jesus, dass er was tun kann. I just want to share a little bit about the Holy Spirit, Ich möchte ein bisschen was zeigen über den Heiligen Geist, my friendship with the Holy Spirit, meine Freundschaft mit dem Heiligen Geist. and then we're going to pray. Und dann werden wir beten. And we're going to prophesy over some of you just to encourage you and bless you. Wir werden Prophezeiungen aussprechen über ein paar von euch und wir werden euch segnen. I was actually brought up going to a church where the Holy Spirit wasn't talked about. Okay, also ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, wo nicht viel über den Heiligen Geist geredet wurde. We never talked about healing or prophecy. Also wir haben niemals über Heilung oder Prophezeiung geredet. It was quite a traditional church. Sehr traditionelle Kirchengemeinde. We had hymn books and hymns. Sie hatten Hymnen, Gesangbücher, Hymnen. We would stand up, sing a hymn, sit down, have a reading. Okay, also das Programm war aufstehen, singen aus dem Buch, wieder hinsitzen, eine Lesung hören. But there was something in me that thought, I think there has to be more than this. Okay, und sie hat gedacht, da muss es doch mehr geben. Particularly when we were singing about being full of joy. Ja, gerade wenn es darum geht zu singen, wir sind voller Freude. I would look around the room and think, Also sie hat rumgeschaut und gedacht, where's the joy? wo ist die Freude? And I remember going to different meetings as a young person Und sie erinnert sich daran, dass sie einfach in verschiedenen Besprechungen war als junge Person, where the Holy Spirit was moving, wo der Heilige Geist am Wirken war. but I didn't understand what was happening. Aber sie hat es nicht verstanden, was da passiert. People were being crazy in worship. Okay, die waren verrückt im Lobpreis. People were shaking. Die hat es geschüttelt. There was people Die haben laughing. gelacht. Some people falling over. Die sind hingefallen. And I thought, that is weird. Ja, echt komisch. I don't want that. Nee, das will ich nicht. But I want more than I've got. Aber ich möchte mehr von Gott. So when I went to university when I was 18, Als sie 18 war und dann zur Uni gegangen ist. I did this Alpha course. Alpha course? Alpha? Okay. Sie hat den Alpha-Kurs gemacht. And as part of the course, we went away for the weekend to learn about the Holy Spirit. Okay, und sie sind dann in diesem Kurs ein Wochenende zusammen weggefahren, um über den Heiligen Geist zu lernen. And for the first time, I learned about who He is. Und sie hat zum ersten Mal gelernt, wer der Heilige Geist That ist. He is the Father's gift to us. Dass er das Geschenk des Vaters an uns ist. That He is the presence of God on the earth. Dass er die Gegenwart Gottes auf der Erde ist. That He is who shows us what God is like. Der uns zeigt, wie Gott ist. That He is who shows us that we are sons and daughters. Der uns zeigt, dass wir Söhne und Töchter sind. That it's Him who lives inside of us. Er, der in uns lebt. That He wants to flow through us. Und dass er durch uns fließen möchte. That He wants to give us gifts. Dass er uns Geschenke geben möchte. He's the one who leads us. Er führt uns. He convicts us of sin. Er setzt uns frei von He's Sünde. our comforter. Er tröstet uns. He's our friend. Er ist unser Freund. I learned about who the Holy Spirit is. Und sie hat gelernt, wer der Heilige Geist I ist. learned that Jesus was really keen for us to be full of the Spirit. Und sie hat gelernt, dass das ein Anliegen von Jesus war, dass wir wirklich gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. That he said to his disciples, it's better that I go away so that the Holy Spirit can be sent. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, dass es besser, ich gehe, damit der Heilige Geist kommen kann. That he told them, don't go anywhere and do mission until you've been filled with the Spirit. Er hat ihnen gesagt, geht nirgendwo hin, bevor das nicht passiert ist, dass ihr gefüllt wurdet mit dem Heiligen Geist. It's the Holy Spirit who wakes us up and makes us alive on the inside. Und es ist der Heilige Geist, der uns innen drin aufweckt und uns lebendig macht. So I learned about who the Holy Spirit is. Ich habe wirklich gelernt, wer der Heilige Geist And ist. I learned that when he comes, it looks like lots of different things. Und sie hat gelernt, wenn er kommt, dann sieht es ganz unterschiedlich aus, ganz verschiedene Dinge That passieren. sometimes he comes like a dove. Manchmal kommt er wie eine Taube, There's peace. da ist Friede, It's still es and ist Ruhe quiet und ja leise and deep. und es ist sehr tief
and you wouldn't know that anything's happening, Und du würdest gar nicht merken, dass was passiert. but you just can see the peace of God on Und someone. du siehst den Frieden Gottes. Has anyone experienced the Holy Spirit like Hat that? das jemand so erlebt? I love it when Sie the liebt Holy es. Spirit comes like that. Ja, wenn der Heilige Geist so kommt. And I learned that also sometimes the Holy Spirit comes like wind and fire, Und sie hat auch gelernt, dass manchmal der Heilige Geist wie Wind und Feuer kommt. like at Pentecost. Ja, wie an Pfingsten. I'm so glad you know what you're doing. Ja, sie ist total, sie freut sich, dass ich weiß, was ich tue. Ja, ich auch. He said something extra, didn't Ja, he? me too. Yeah. And sometimes it's noisy and loud and very obvious that the Holy Spirit's coming. Und manchmal ist es sehr laut und sehr offensichtlich, wenn der Heilige Geist kommt. And I learned that the most important thing for us to do is just say yes to whatever he wants to do. Und das Wichtigste, was sie gelernt hat, ist, dass wir Ja sagen zu dem, was der Heilige Geist tun möchte. And I remember they said, tonight, if you want to be filled with the Spirit, we're going to pray. Und sie hat gesagt, wenn du heute gefüllt werden möchtest mit dem Heiligen Geist, dann beten wir, oder? And I felt torn about whether to get prayed for or not. I didn't know whether to get Sie prayed war for sich or not. unsicher, ob jetzt für sie gebetet werden soll oder nicht. Because part of me wanted more, Okay, ein Teil von ihr wollte mehr. and part of me was scared about what the Holy Spirit would Der do. andere Teil, der hatte Angst, was der Heilige Geist jetzt eigentlich machen würde. Because I was happy to have a bit, but I didn't want to look silly. Sie war ganz glücklich, dass sie so ein bisschen hatte, aber sie wollte jetzt nicht so komisch But sein. I remember thinking that I saw something in the people leading the course. Okay, und sie hat sich daran erinnert, dass sie was gesehen hat bei den Leuten, die diesen Kurs geleitet haben. That I didn't have it. Und sie hatte das nicht. There was a freedom and a life in their eyes, In ihren Augen war eine Freiheit und ein Leben, a lightness and a joy, und eine Leichtigkeit, Freude. a sense of being okay with making mistakes, Und die waren okay damit, Fehler zu machen. a sense of peace in their own selves Ja, und sie hatten einen tiefen Frieden in sich. that I didn't have, Und sie hatte das eben nicht. and I wanted it. Und sie wollte es aber. So that evening when they said, if you want to receive the Holy Spirit, stand up and put your hands out. Okay, und an dem Abend hat sie gesagt, also wenn du den Heiligen Geist empfangen willst, steh auf und halte deine Hände so hin. I responded and stood, Und sie hat reagiert und ist aufgestanden. and different people came to pray for me. Und es kamen verschiedene Leute zu ihr, um mit und für sie zu beten. And I just remember feeling this presence, Und sie erinnert sich, dass sie diese Gegenwart gespürt hat. like the closeness of God, Ja, die Naheit von Gott. like this warmth go through me. Ja, eine Wärme, die sie erfüllt hat. And just it's difficult to explain, but God came near. Und es ist sehr schwer, das zu erklären, aber Gott ist ihr nahe And I gekommen. remember starting to cry Und sie erinnert sich, dass sie angefangen hat zu because weinen. I had a revelation that, wow, God really wants to be near. Und sie hatte einfach eine Offenbarung, dass Gott ihr nahe sein möchte. And I had a revelation of his love for me. Und sie hatte eine Offenbarung von Gottes Liebe. I remember standing for ages. Und sie ist wirklich da jahrelang gestanden. I would feel warmth going Und in sie my hat arms. die Wärme gespürt, die in ihren Armen war. And different people would come and pray. Und es sind verschiedene Leute I was gekommen, haben crying. gebetet. Und sie hat geweint. I was like, I don't want to move. Und sie möchte sich nicht bewegen. This might be it. What if this stops? Was passiert, wenn das aufhört? And it was amazing. Und es war echt richtig klasse. The Holy Spirit came and filled me and met Und with me. der Heilige Geist ist gekommen und hat sie an dem Abend gefüllt. And I think in that moment he put a hunger in me for him. In dem Moment hat der Heilige Geist auch einen Hunger in sie hineingelegt nach dem I Heiligen think Geist. it was a supernatural thing. Ja, das war was Übernatürliches. Since then I've just got to have more of you. Und sie wollte dann mehr haben. I just long for more of God's Ja, presence. sie hatte dieses Verlangen nach mehr Gegenwart von Gott. When God's presence comes, I feel most myself and most at home. Und wenn Gottes Gegenwart kommt, dann ist das die Zeit oder der Moment, wo sie sich am meisten zu Hause fühlt. Which makes sense, doesn't it? Because we've been made Macht es to Sinn? be at home with him. Weil wir bei ihm zu Hause sind. And I've experienced his presence in many different ways. Und sie hat Gottes Gegenwart in ganz verschiedenen Arten erfahren. Deep peace, Tiefer Friede, lots of tears, viele Tränen, laughter,
lachen. I mean, all you need to do is just look at the weekend, this weekend. Ja, ihr müsst euch nur das Wochenende angucken. You've seen them all in one Ja. weekend. Ich habe das alles gesehen an diesem Wochenende. And I've got to the place of saying, I don't care what it looks or sounds like, I just need you, God. Okay, und sie ist da hingekommen, das ist mir egal, wie es aussieht, wie es sich anhört. Ich will mehr von dir, Gott. And I just want to say to you guys Und ich möchte zu euch was sagen. that me and us as a team, Sie und das Team, there's nothing special about us. das ist nichts Besonderes über das I Team. really hope you know that. Und es ist hier wichtig, dass ihr das wisst. We are very normal. Sie sind ganz normale Menschen. We have, well, James, he was like, we have struggles, Sie haben auch Probleme, fears, sie haben Ängste, we believe lies, sie glauben auch Lügen, we get angry, sie werden we wütend, have to apologize. sie müssen sich I mean, entschuldigen. we're just like anyone Sie else. sind einfach so wie alle anderen auch. And I want to encourage you with that. Und ich möchte euch damit ermutigen. So I think what I want you to know is certainly for me, Und ich möchte, dass ihr das wisst, für mich. anything that you see us doing and me and us doing from the front, Alles, was ihr seht, was wir und das Team, was wir von vorne machen. any prayers we pray, Alle Gebete, die wir beten, prophetic words, die prophetischen Worte, die wir haben, come out of friendship with the Holy Spirit. kommen aus der Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Comes out of a life of saying, God, we just want more of you. Kommt von einem Leben, wo wir sagen, hey Herr, wir möchten mehr von dir. And it comes out of moments of encounter, moments of meeting with God, Okay, und das kommt aus Momenten, wo wir uns mit Gott treffen, with the peace and the fire, mit dem Frieden und mit dem Feuer, in settings like this. zum Beispiel in so einem Rahmen. But maybe more than that, it comes out of the secret place, Und es kommt aber vielleicht sogar noch mehr aus den geheimen Treffen, aus dem geheimen Rahmen. of being friends with the Holy Spirit Wenn- at home, Wenn wir zu Hause Freunde sind mit dem Heiligen of Geist. sitting with Him Wenn wir in our bedroom, uns in unserem Schlafzimmer mit ihm hinsetzen, worshipping Him, ihn anbeten, asking Him to fill us, ihn fragen, uns zu füllen asking Him to deal with the stuff in our hearts, und ihn fragen, dass er mit den Dingen in unserem Herzen umgeht, letting Him deal with pain, dass er an den Schmerz rangeht, reading His Word, wenn wir sein Wort lesen, asking Him to speak, wenn wir ihn bitten zu sprechen and then doing what He says. und dann das zu tun, was er sagt. And I would say that's the main thing for me. Und das ist das Wichtigste für sie, It's a lifestyle of obedience to the Holy Spirit. dass unser Leben, dass es ein Lebensstil mit dem Heiligen Geist wird, Of recognizing His voice, dass wir seine Stimme hören, how He gets my attention, wie er meine Aufmerksamkeit kriegt and responding to Him. und dass ich dann reagiere. And sometimes those moments of obedience are bigger, Und manchmal sind diese Momente größer. like when I stood on my chair in worship. Once again. When I stood on my chair in Ah worship. ja, okay, sie erinnert uns an diesen Moment, wo sie auf den Stuhl gestiegen ist beim Lobpreis. Sometimes they're public, Manchmal sind sie öffentlich, often they're very private. aber meistens sind sie sehr privat. Like giving the money He asks me to give to church. Zum Beispiel Geld zu geben an die Gemeinde. Like we've just had a recent gift day, Sie hatten so einen Gebetag and the Holy Spirit asked me to give the most money I've ever given in a gift day. und der Heilige Geist hat sie gebeten, das meiste Geld zu geben, was sie jemals an so einem Geschenketag gegeben hat. In a month where I haven't earned any money because I've not done any trips. In einem Monat, wo sie kein Geld eingenommen hat, weil sie keinen Trip gemacht hat. Woohoo! Ja, super, ne? And then one person who gives to me regularly stopped giving. Und dann der eine Person, die sie regelmäßig unterstützt, aufgehört, sie zu unterstützen. But I feel complete peace Und ich habe aber trotzdem so einen tiefen Frieden geführt. because I've had a history of giving when God asks me to. Ja, weil sie eine Vergangenheit, eine Geschichte mit Gott hat, zu geben, wenn er sie fragt. Small amounts and big amounts, Kleine und große Dinge. and He's always provided. Und er hat sie immer durchgetragen. It's as we are obedient to the Holy Spirit, we learn about Him. Wenn wir mit dem Heiligen Geist... Gehorsam. Okay, also, danke. Could you repeat your sentence? I don't know. Yeah, as we're obedient to the Holy Spirit, we get to know Him. Okay, also wenn wir gehorsam sind dem Heiligen Geist, dann werden wir ihn kennenlernen. So it's day after day, listening to Him, saying yes to Him. Tag für Tag ihm zuzuhören, darum geht's und Ja zu sagen. And as you say yes to Him, you learn what He's like. Und wenn wir Ja sagen, dann lernen wir, wie er ist. You learn His faithfulness.
wir lernen seine Treue, His generosity, seine His Großzügigkeit, kindness, seine His Freundlichkeit, ability to make up for mistakes, seine Möglichkeit, His- aus den Fehlern was zu machen, His grace, seine Gnade and so on, etc. und so weiter. And so I just want to encourage you when we leave here. Ich möchte euch ermutigen, wenn wir das hier verlassen und weitergehen. Many of you have had significant encounters. Viele von euch haben wirklich krasse Sachen erlebt. Even if you haven't felt anything, God has been meeting with you. Und auch wenn du das nicht gespürt hast, hat Gott dich getroffen. And these moments are great. Und diese Momente sind super. But really the key is your walk with the Holy Spirit outside of these moments. Aber der Schlüssel ist, weiterzugehen mit dem Heiligen Geist, auch außerhalb von diesen Momenten. And I want to encourage you guys to become friends with the Holy Spirit. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr Freunde werdet mit dem Heiligen To Geist. prioritize His presence in your own life. Und dass ihr dem Priorität gebt in eurem Leben, dem Heiligen Geist. Spend time with Him. Zeit mit ihm zu verbringen, Get to know Him. ihn besser kennenzulernen, Ask Him to fill you. ihn zu fragen, euch zu füllen. And then learn to recognize His voice and say yes to Him. Und das zu lernen, seine Stimme zu hören und dazu Ja zu sagen. Sorry, I'm just wondering if there's anything else to say. Okay, sie fragt That sich, might ob be sie jetzt it. noch mehr That might sagen be soll. it.